Ermittlungen. Gangs, Alter, das... Detectives. Wir können jetzt hier Details wieder anschauen und sind dann direkt hier, okay. Gut. Angelegenheiten, Polizeirevier. Ah, okay, das ist das wieder. Musikstück, ich will wieder diesen Song da haben. Der war schon... Nein, nicht den. Raus. Den, genau. Der war voll nice, Mann. Okay. Ah. Autodiebstahl, Vorstadt. Der Fahrer ist nicht zu sehen. Sich in sicheren Abstand warten, bis der Fahrer auftaucht. Mögliche Augenzeugen befragen, Auto durchsuchen. Wir können das Auto durchsuchen, wir können aber auch warten, bis der Fahrer auftaucht. Weißt du was, wir warten, bis der Fahrer auftaucht. Täter gefasst, jawohl, okay. Gut, wir haben uns gut entschieden jetzt. Verdächtige Person. Corey Ramsey, mehrfache Mutter, hat ihre Sorgen über einen verdächtigen Mann mit einer Brille ausgedrückt, der auf einer Bank neben einem Spielplatz sitzt. Er beobachtet die Kinder seit über einer Stunde und hat mehrere Fotos von ihnen gemacht. Da reicht wahrscheinlich schon nur einer. Wie viel Uhr haben wir denn? 14 Uhr, okay, es könnten noch Aufträge... Ja, weißt du was, wir schicken den wegen dem Punkt nochmal rüber. Wenn noch ein Auftrag kommt, haben wir ja noch 3 jetzt. Bericht, verdächtige Person, okay, gut. Haben beide Punkte gekriegt, perfekt. Get home. Kazuki Tamura, Dragon's Lake Club. Mr. Boyd, ich eröffne den ersten Kampfsportclub in Freeburg. Und als Einsteiger will ich einen Übungskampf abhalten, in dem einer meiner Schüler sich mit ihrem härtesten Kopf stellt. Nach dem Kampf werde ich dann den Mann ein paar Tricks beibringen und ihm auf der Straße helfen werden. Okay. Ist ein bisschen schwer zu lesen hier. Nee, warte. Ich weiß nicht. Wenn wir das machen, kriegen wir Geld. Ich weiß nicht, wollen wir schick mal den rüber. Wahrscheinlich will er dann auch bei dem Job bleiben. Ich kann es mir schon vorstellen. Hm. 18 Uhr, Bericht beim Mord. Ihre Detectives präsentieren Schnappschüsse verschiedener Versionen dessen, was am Tatort geschehen sein könnte. Ermittlung eröffnen. Okay. Ach nee, jetzt habe ich vergessen, was zu lesen, oder? Shit, okay. Um ihre Verdächtigen zu erwischen, müssen sie den korrekten Ablauf der Geschehnisse am Tatort nachstellen, indem sie einen realistischen erscheinenden Schnappschuss einsetzen. Manchmal mit etwas wildem Raten gemischt. Wenn sie alle zusammenstellen, den Ablauf durchfällt, suchen sie offenbar nach einer falschen Geschichte. Druglord. Also ich glaube, das da war da
Es war hier. Okay, das sollte, glaube ich, passen. Er wollte raus. Aus dem... Naja, keine Ahnung, aus der Wohnung. Die haben mit dem Auto da gewartet. Sind vorgefahren und haben ihn dann eiskalt erschossen. Okay. Kann man das jetzt irgendwie freigehen? Nein, okay. Perfekt. Da hinten, okay, ja. Gewaltsame Auseinandersetzung in der Bar. Okay. Ein Barkeeper berichtet, dass 2 Tänzerinnen begonnen haben, sich über Trinkgeld zu streiten und ein Kampf auf der Bühne ausgebrochen ist. Und... So. Ich glaube, ich kündige die. Oh, da ist gewaltsame Auseinandersetzung. Wieder in einem Restaurant. In einem Restaurant, bei der Oktopus. Okay, jetzt kurz mein Auge gekratzt. Okay. Ein Barkeeper hat berichtet, dass ein Kampf zwischen einem Gast und einem Türsteher der Bar ausgebrochen ist. Der Mann war offensichtlich betrunken. Während des Auftritts einer hiesigen Sängerin auf die Bühne geklettert und hat versucht, ein Duett mit ihr zu singen. Okay, das ist eigentlich Low Level. Bericht. Alter, ich kann das nicht lesen. Chef, ich hätte den Japaner ein paar Mal beinahe erledigt, aber das war zu schnell für mich aber der war zu schnell für mich und hat dann nach Punkten gewonnen. Ich verstehe all diese Regeln von denen nicht und kann deswegen nicht so recht die Punkte mitzählen, aber er war schon okay. Hat mir sogar ein paar Tricks nach dem Kampf gezeigt. Ich habe mich ein bisschen zu sehr dafür begeistert und dann was mit dem Rücken gezerrt. Denke, ich könnte einen Tag frei nehmen. Natürlich, Kollege, natürlich. Und Schotten dicht gemacht. Das war der Tag. Ah ja, da ist gewaltsam auseinander das Bild. Okay. Auf der Bühne sind 2 Stripperinnen, die aufeinander losgehen. Und das nicht zur Schau. Die sind drauf und dran, sich die Augen auszukratzen. Der Türsteher schläft tief und fest, eindeutig zu betrunken, um sich darum zu kümmern. Die betrunkenen Gäste schauen sich amüsiert den Kampf an. Die Stripperinnen kämpfen weiter miteinander und scheinen die Polizisten nicht zu bemerken. Ja, natürlich. Nice. Beamte unversehrt, wo ich dachte, wenn wir das jetzt einklicken, dass irgendjemand verletzt wird. Alter, Fliege, verpiss dich. Da ist so ein... Verpiss dich. Gut, da ist weg. Bericht, gewaltsame Auseinandersetzung, Junge. Wieso? Beenden wir den Tag
Alter. Ich hoffe, da stirbt jetzt kein Schwarzer wegen uns, weil wir keinen gekündigt haben. Tag 5, der 19. Juli. Okay, die Freeburg Tribune berichtet heute, Blaine erklärt, ich dachte, sie wäre ein Selbstmordattentäter. Die Golden Bird. Thomas Blaine, Polizist im Ruhestand, schießt auf Schwangere. Oh, okay. The Fact. Bürgermeister Rogers, die Stadt hat kein Rassismusproblem. Hat sich für mich anders angehört, um ehrlich zu sein. Und gehen wir wieder zur Arbeit. Why would a man need a barn? To store all the stuff you can't bring home. About 30 years ago, back when I was young and interested in farming, I carried all kinds of junk home. After a day in the field, I'd come home with buckets, shovels, dirty boots and clothes, and instantly transform the living room. But even back then, there's something I always kept in the barn. Jetzt bin ich gespannt. Pillen. I stopped keeping my pills inside the house because every time I was about to take a triple, someone would knock on my bedroom door. Now they're knocking on my barn door. Well, fine. It's not every day that someone comes to visit your barn. In all the years we worked together, Kendrick never came to visit the house. We drank at bars, went fishing, went to the mountains, even chased off some poachers one time. But he never came for dinner with the family. We never watched football over here. And now he's brought his friends to visit my barn. I always try to look unsurprised, like it's an everyday thing to get visitors at the old barn, especially guests with their own personal bodyguards. But Kendrick is sharp enough to see he's caught me with my pants on backwards. Sorry for the surprise, Jack. We saw you from the car. Figured we'd find you in here. I'm going in for a minute, fellas. These guys will wait outside. How long you been dating the lover boys? They're Sans people, Jack. Yeah. So now you're appearing in public with members of the Mafia? Jack, I'm leaving tonight. More like fleeing. Jenny and I are taking the girls and making a run for it. Probably won't be seeing each other again. I've got new documents, a new name, a new life, everything new. The papers say you're still working your last week for the department. I've got to get out today. I won't be getting another chance. Don't know if you noticed, but the whole city is against me. You told your Mafia friends about your plans. Jackie, if I don't fix everything with them in the next few hours, they're going to kill me. And not just me. My family, my relatives, God, Jack, I don't know who else. They found out that I was planning to run and they demanded that we close our contract today. Your contract, Frank? Really? Is that how you talk now? Maybe you should call in the lawyers to straighten all this out. Now is not the time, Jack, please. I have a commitment to them until the end of the year. They need an inside line at police headquarters. I can't just give them back the money. That's not how the Mafia works. If I can't find someone I can trust tonight, I'm dead. You know me, Jack. I wouldn't ask you if I wasn't afraid they'd cut my daughters to pieces before sunrise. He's the damn fool who puts his daughters in the crosshairs in the first place. Anyone in my place would have dressed him down good. But I didn't want to pile it on. Fate's already got this guy's soul in the grinder. Hat sich selbst in die Scheiße geritten, aber er ist ein Freund. Und hat uns sozusagen geholfen, mit seinen Kontakten, also mit seinen korrupten Kontakten an Geld zu kommen. Eine Hand wäscht die andere, würde ich mal sagen. Give him my phone number and tell him it's done.
Don't call me. Don't come to work today. I don't want to see or hear from you again. Time for you to go. Jack, Get the fuck out of my nice cozy barn, Frank. At the time, I was trying not to think about what just happened. It was almost too much to take in. I'm probably the most popular police chief in the history of the city, and I have to admit, I've thought about that more than once, sometimes with a little pride even. In one of the features they wrote about me in the papers, they said it pretty plain. He catches the criminals. Believe me, high praise like that is unheard of in Freeburg, especially for a cop. And here I am, the person who catches criminals, and I've agreed to help the mafia, or I'll come home to a bag stuffed with my kids' body parts. Right before the last hammer falls. Hey, remember that cop who caught criminals? It turns out he was a mafia bitch. And all for the sake of a greedy, corrupt cop who should have fled the country years ago. That sound right to you? Alter, verpiss dich, du. Genau, da ist die Fliege gewesen. Der Moser. Beginnen wir den Tag. Mit heute mal die Musik. Yeah.